Der Van 550, ja, ein klasse Fahrzeug jetzt in einer, ich nenne es mal Basic-Version. Ihr habt ja Sonderversion, 30 Jahre Ahorn und so. Das hier ist jetzt mal so, wie er aus dem Werk kommt. Ihr habt quasi so ein bisschen wie die Koreaner und die Japaner eine sehr gute Grundausstattung schon mit drin. Also die ist bei allen Fahrzeugen eigentlich gleich oder ähnlich, immer hohes Drehmoment, also ihr habt den Master mit drin, man bekommt den sogar mit Automatik. Hier im Van-Bereich haben wir die Möglichkeit, in Verbindung mit dem 150 PS Biturbomotor die Automatik dazu zu nehmen, genau. So, hier ist er in Blau, ein tolles Blau, das ist eine Sonderfarbe? Das ist eine Sonderfarbe, ist eine Metallic-Lackierung und ist sehr, sehr neu. Das ist der erste, wo in dieser Farbe hier steht und ist ein schöner Kontrast zu unserer Black Edition als Sondermodell. So, ich brauche mal ein Startbild. Paulina, du magst doch Social Media, ja? Du bist hier die Social Media Beauftragte bei Ahorn. Stell dich mal bitte neben das Auto. Sehr gerne. Ich gebe dir mal ein paar Anweisungen. Halt mal bitte deine linke Hand, von dir aus gesehen, an den Holm dort oben dran und tu mal so, als ob dir das Auto gefällt. Es war Spaß. Ich sage immer zu meinem Sohn, wie macht der Hase? Und dann guckt er mich blöd an. Ja, der Hase, der macht irgendwie mit der Nase, gell? Macht er irgendwas, ja, aber er kann nicht. So ist es drauf. Ja, vielen Dank. Das wird das Startfoto. Du bist unter anderem verantwortlich dafür, dass diese Zielgruppen, die etwas jünger sind, das hier könnte ja natürlich auch von einem 23-Jährigen gekauft werden, wenn er die Kohle hat, oder? Ja, natürlich, aber nicht nur die jungen Zielgruppen. Wir sind ja auch auf Facebook unterwegs und das ist die Zielgruppe ein bisschen älter. Das ist auch auf Facebook. Da ist die älter. Ja, tatsächlich. Auch älter als bei Instagram. Genau, ja. Aber auch natürlich YouTube. Da ist es auch sehr breites Spektrum am Alter. Genau. Ja, du bist jetzt schon alt, 26. Ja. Wenn du da so 13-Jährige siehst oder 10-Jährige, die auf TikTok unterwegs sind oder YouTube Shorts, dann, ich sag mal, du merkst auch schon, also da gibt es neue Trends von ganz jungen Leuten, aber ist TikTok ein Thema für Ältere? Ja, immer mehr auf jeden Fall. Und also wir möchten auch gerne jetzt bald in TikTok reingehen und quasi eine neue Zielgruppe erreichen. So ist das. Ja, lange Markise, das ist, glaube ich, für viele Leute auch ein großer Wunsch, so eine Markise zu haben. Aber da gibt es natürlich was zu beachten. Wenn man weggeht, sollte man die einfahren, oder? Wenn ein unerwarteter Sturm kommt oder eine Windböe, kann das zu großen Schäden führen. Da sollte man wirklich darauf achten, wenn man das Fahrzeug verlässt. Ja. Hier ist es Länge? 3,25 Meter. Achso, von der Markise, nee, vom Fahrzeug. Du warst gerade noch bei der Markise. Ja, ich gebe dir recht. Das Fahrzeug ist 5,50 Meter lang. 55 lang, so ist es da. Betten hinten. Ja, ihr habt auch, was ich toll finde bei euch, weil alles ist nicht alles so geleckt hier in der Halle, sondern es ist das echte Leben, was du hier kriegst. Ja, du hast hier unten einen Boden, der da ist. Das gefällt mir, weil ihr könnt alles auch ein bisschen darstellen. Ihr habt aber auch die Höhe und ihr habt den Platz. Also auch wenn hier mal eine Dieselheizung getestet wird, ja, dann guck mal hier bei dem Volumen, die steigt ja nach oben. Das kann mal sein, also dass das kommt. Der Renault Master mit dem Automatikgetriebe als Van, da seid ihr absolut konkurrenzfähig, was auch den Preis angeht. Denn der Ausbau auch, wenn du hier reingehst, das sieht gar nicht mehr aus wie, ich sag mal, günstig Discount, oder? Nein, das hat mit Discount also überhaupt nichts mehr zu tun. Der Ausbau ist ausgesprochen hochwertig. Auch die Grundausstattung ist sehr, sehr aufwendig und hochwertig. Wir haben hier auch die Dieselstandheizung Serie, die Truma Dieselstandheizung und auch mit dem heizbaren Abwassertank in Verbindung. Ja, ihr habt Wert gelegt für große Menschen. Ihr habt ja einen Verkäufer, der ist 2 Meter groß, tatsächlich, sogar mit Schuhen ein bisschen größer und der konnte gerade noch so hier das Fahrzeug nutzen. Für den wäre es vielleicht ein bisschen klein, aber für so Leute wie du, so Zwerge mit 1,85, die passen ja locker rein. Ne? Haut das wunderbar hin. Ja, komm, wir gucken mal hinten rein, dass wir das mal sehen. Hast du das schön gemacht hier mit den Polaroids? Das sind aber gar keine Polaroids, oder? Die sehen nur so aus, oder? Fake, ja. Alles gefaked hier. Alles gefaked, nein, sag mal, du machst auch so Stories oder so? Ja, genau, ja. Boah, ich mache ja gar keine Stories, weil ich irgendwie, mein ganzes Leben ist eine Story, habe ich das Gefühl. Da brauche ich nicht noch Stories bei Instagram. Ja, heute werden noch Stories von dir gemacht. Sag mal, hast du selbst ein Profil eigentlich bei Instagram? Ja. Was ist da so drauf? Was sagst du so? Urlaubsbilder. Echt? Du lässt voll die Hosen runter dann? Quatsch, nein. Zeigst alles aus deinem Privatleben, was du gerne isst Nur und so? Nur meinen Freunden, mein Account ist privat. Ist privat, okay. Da kann keiner direkt reingucken, oder was? Ja, genau. Okay. Ich zeig's mal. Gas, denn wir haben eine Dieselstandheizung. Das kann mal die Paulina erklären, ja. Warum ist nur eine Gasflasche drin? Weil der Van klein ist
Nee. Dieselstandheizung. Ach so, ja. Deswegen brauchen wir weniger Gas, weil wir ja nicht mehr mit Gas heizen müssen. Ja, trotzdem geht eine 11er rein. Das heißt, da bräuchte man wirklich keine 11er. Ne? Die meisten nehmen tatsächlich, wenn sie jetzt nicht wirklich wochenlang unterwegs sind, tatsächlich die kleine mit. Ja, du hast viel Platz. Die Ausführung sehr hochwertig. Also ist wirklich Manufakturqualität hier. Das ist mir direkt schon mal aufgefallen. Gar nicht so die Megaserien, Riesenqualität, also die viele an den Tag legen. Alles hier, das siehst du hier, wirklich auf einen Mikrometer genau CNC gefräst hier raus. Das ist gut. Außen. Hier haben wir die Außendusche, die auch immer in der Vorkonfiguration mit dabei ist. Cool. Auch hier hast du einen vollen Liegekomfort mit Lattenrost. Mit Lattenrost, Kaltschaummatratze. Also auch der Liegekomfort hier auch im Van. Sehr, sehr komfortabel und großzügig. Ja, gerade eben witzig. Ich habe das Pärchen ja beraten, da gibt es ein Video zu. Ja, dann habe ich denen alle Vans gezeigt und habe gesagt, gehen wir da rein, gehen wir da rein. Und dann hat der Mann gesagt, oh, ich will die Einzelbetten. Die Frau hat gesagt, ich will das kürzere Fahrzeug. Ich glaube, Länge ist Trumpf. Also man sollte es nicht zu lang kaufen, weil die Einsatzfähigkeit vom 540er ist doch ein gutes Stück besser wie beim 6 Meter, oder? In der Stadt zum Beispiel. Das ist das große Plus bei diesem Fahrzeug. Und jetzt gerade bei den Kunden, gerade eben war das einfach so, dass die ihren Privat-Pkw veräußert haben und den tatsächlich auch im Alltag nutzen wollen. Da ist der 550er natürlich unschlagbar. Ja, viel besser. Und du kannst damit auch mal auf den Lidl fahren. Lidl hat übrigens überall Parkplätze hinten. Da kannst du dann stehen oder beim Aldi oder keine Ahnung was. Es gibt auch nicht wie in Amerika so Barken, ganz anders in Frankreich. Da kommst du mit dem hohen Auto gar nicht rein. Also hier, das geht noch meistens, muss ich sagen. Da kommst du in Frankreich noch durch. Aber mit so einem richtigen großen Reisemobil klappt es nicht. Die Höhe, was haben wir hier? Wir haben 2,59 Meter. Also das geht. Allerdings, was kann die Maut in Frankreich, wo geht es da los? Ab 2 Meter, wird es teurer? 2 Meter wird es teurer, ja. Okay. So, dann kannst du durchladen. Paulina, geh mal bitte nach vorne. Du kennst es ja schon, hast du schon mal gemacht. Und wir werden jetzt mal das Bett demontieren. Ich weiß, das ist komplett. Wir machen es mal raus. Denn viele nutzen das ja als Alltagsfahrzeug. Und dann brauchen wir auch kein Bett spazieren fahren. Das kann man einfach rausnehmen. Die ganze Matratze ist entnehmbar. Die ist sogar mehr geteilt. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Das werden wir gleich mal sehen. Das ist so leicht, dieses Rahmenelement, dass selbst Paulina, die ja täglich ins Fitnessstudio geht, das Problem ist rausgezogen. Und das siehst du wirklich, das ist federleicht, oder? So, das kann man alles zu Hause lassen. Das hier ist, glaube ich, festgeschraubt. Ihr habt es jetzt hier locker. Ich glaube, optional. Also es ist immer festgeschraubt. Wenn der Kunde sagt, er will es unbedingt haben, kriegt er auch so locker. Das ist genauso. Kriegt er genauso. Kannst du rausnehmen. Da habe ich nämlich schon einen gehört, der gesagt hat, das ist ja prima. Wenn ich das nicht als Wohnmobil brauche, dann kann ich hier nämlich meine Werkstatt einbauen. Jetzt kommt es aber noch besser. Man hat vorne noch ein Notbett und das kann man bauen, sodass eine Person könnte sogar noch drin schlafen. Auch wenn man das hier komplett hier als Stauraum nutzt oder als Beladeraum, kann man vorne das Bett noch umbauen, hat noch ein vollwertiges Längsbett, wo also auch eine entsprechende, wo nicht jetzt nur... Also kein Notbett für Kinder, ein richtiges? Das ist ein richtiges Bett, auch für einen Erwachsenen. So, was ist hier zu sehen? Das sind die 12 Volt? Genau, das ist die Steuereinheit, der Sicherungskasten. Okay, du kannst die Batterie mit einem Griff kannst du abschalten, oder? Das ist natürlich klasse. Das heißt, gerade im Winter kannst du die lahmlegen, dass sie nicht entladen werden. Damit sie sich nicht entsprechend tiefen entlädt. Gut. So, das habe ich soweit verstanden. Mach mal raus. Das ist, kenne ich nur als Kind, haben wir damals immer so einen Staudamm gemacht damit. Ja, kennst du das? Wenn es mal stark geregnet hat, dann war es dabei. Da ist die Heizung, Truma 4. Genau. So, eine Truma 4, das haben wir schon gezeigt. Okay, ich steig mal ein, denn jetzt bin ich ja gerade schon drin. Thema Stehhöhe, ich bin 1,83, ich kann gerade drin stehen, also gerade so muss ich sagen, aber ich habe auch Schuhe an gerade. Du bist 1,79, auch bei dir klappt das super. Es ist ein großes Fahrzeug, nicht zu groß, nicht zu klein. Wärmedämmung hier, natürlich alle Seitenwände, alles gedämmt, alle... Gedämmt und isoliert. Und gerade mit der großen Dieselstandheizung kriegt man das Fahrzeug also in 0, nix pudelwarm. Hier ist noch ein Fach mit drin, das heißt, hier komme ich von oben sehr gut ran. Zeig mal bitte. Das heißt, das kann man öffnen. Servicefreundlichkeit, glaube ich, auch ein Thema. Also sollte der Service da mal ran. Direkt an die Heizung dran. Okay. Kannst du ruhig auflassen. Zum Moment zum Zeigen ist das okay. Und hier ist dann noch ein Kleiderschrank. Und da hat Paulina direkt was entdeckt, weil der hat gesagt, hier mein Ballkleid. Auch das passt rein. Und da kannst du was reinhängen. Geht nach unten durch.
Toilette. So, da sieht man das hier. Und da habe ich eine große Toilette mit drin. Auch hier indirekte Beleuchtung, Ambientebeleuchtung mit drin. Also nicht nur so eine schnöde Lampe von oben, sondern es soll ja auch ein bisschen was fürs Auge mitkommen. Und das Klappwaschbecken, das zeige ich euch jetzt mal, weil jetzt habe ich schon so viel hier gedreht. Kann ich das auch schon alleine machen. Ich habe den kleinen Ahorn-Führerschein habe ich schon gemacht hier. So, Klappwaschbecken ist mit drin. Und was ich auch toll finde, ist hier das kleine Element da hinten drin. Da kannst du Zahnbürsten so reinstecken, damit das nicht wegfliegt. Hier oben ist Klopapier. Das Klopapier. Unter anderem, genau. Ihr habt eine feste Duschwand. Das ist cool. Bei allen Van-Modellen, also beim 550er und beim 620er, haben wir eine feste Duschwand dabei. So, jetzt überlege ich gerade. Ich habe es verstanden. So, langt der Platz zum Duschen eigentlich? Geht das? Das sollen wir es mal testen mit Paulina. Die ist ja gerade da. Paulina geht es bestimmt. Paulina, die macht heute alles mit. So, dann bau mal um. Was ist zu tun? Was muss man machen? Eigentlich nur die Duschwand einfach rumklappen. So, Duschwand rumklappen. Klapp mal rum, Paulina. Denn jetzt bin ich mal gespannt, ob du da reinkommst. Ich habe die noch nie umgeklappt. Wie kriegst du hin? Alles ist möglich, oder? Bestimmt. Kriegen die Leute eine Einweisung, wenn die fahren? Oder müssen die... kriegen so einen Schubs. Kriegen eine Werkseinweisung. Jedes Fahrzeug, wo hier rausgeht, kriegt eine entsprechende Werkseinweisung von mindestens einer Stunde, 1,5. Und die Kunden sind da wirklich fit, wenn sie hier das Fahrzeug bekommen. So, siehst du mal. Aus dem Video kannst du schon wieder eine Story machen. Ich glaube, du musst das Klo mal kurz zurückdrehen. Okay. Guck mal gerade, weil das ist, glaube ich, im Weg. Das steht nämlich gerade quer. Nee, einfach drehen. Einfach drehen das Klo. Feste mit beiden Händen. Ich habe übrigens, müsst unbedingt mal gucken, ich habe mit meiner Frau gedreht, Fäkaltankentleerung für Anfänger. Da musste meine Frau das einmal machen, die ist da. Geht. Also ich würde sagen, es ist eng, aber es ist ein Kastenwagen. Und wir sind auch 45. Also muss man fairerweise sagen, da sind ja viele Konzepte gar nicht so wie hier. Regelmäßiges Duschen ist ja eher unüblich im Van, aber um einfach mal kurz, wenn man auf der Durchreise ist, mal kurz sich ein bisschen Wasser überwerfen. Ich habe gar keine Lust mehr, dich zu sehen. Ja, könntest du dich mal bitte vereinzeln? Mach mal dazu, bitte. Dazu machen? Ja, bleib mal drin. Mal gucken, wenn sie jetzt schreit, ja. So, jetzt ist sie weg, die Paulina. So, da bist du wieder. Also es ist eng, aber es geht. Das würdest du schon sagen, oder? Ja, also auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall besser wie gar nichts, ja, oder? Das stimmt. Du hast lange Haare, ist aber nicht jeden Tag, gehst hin und wäschst die Haare, oder? Nee. Das ist, nee. Okay, verstanden. Also, 5,40 Meter muss er ein paar Zugeständnisse machen. Und trotzdem habe ich eine große Küche mit einer großen Ablage. Hier oben ist das CP Plus Bedienfeld mit drin. Da kann man die Stromkreise regeln. Auch hier 3 Stück oder nur 2 oder 1? Mit dem Licht. 2. 2. Gut, hier oben. Paulina, zeig mal bitte den Kocher und das Spülfeld. 2 Flammen Kocher mit Piezo-Zündung und ja, das ist natürlich ziemlich genial. Das heißt, wenn du hier die Milch überkochen hast lassen, ja, dann kannst du nämlich alles direkt abwischen in den Spülbereich. Spülbereich wieder zurück. Ja. Okay, dann 3 große Schubladen mit drin. Eine auf, so, das ist jetzt stellvertretend. Und Paulina, setz dich mal bitte auf den Fahrersitz, 1,79. Das ist übrigens auch die Quadratur des Kreises auf 5,40 Meter. Ihr habt einen speziellen Tisch entwickelt, den man auch als Außentisch verwenden kann. Wir haben außen am Küchenblock von außen haben wir noch eine Leiste angebracht. Das ist die gleiche wie hier drin, sodass man den Tisch eben auch draußen einhängen kann und man deswegen keinen zweiten Tisch noch mitschleppen muss. So, hier oben ist noch ein Ablagefach, da könnte man Dinge reinmachen. Da passt der Tisch ins fast rein. Er hängt nur ein bisschen raus, habe ich gesehen, der da ist. Aber ansonsten hin aufs Bett oder während der Fahrt. Genau. So, dann kannst du dich jetzt, und das ist jetzt die große Markus und Paulina Show, die wir jetzt drehen, setz dich mal da rein. Und ihr seid jetzt am Reiseziel angekommen. Ihr seid jetzt seit 23 Jahren verheiratet und Paulina hat schon den Kaffee gemacht. Setz dich doch mal bitte rein, Markus. So, wir sind zu dritt gefahren zu einem Ziel. Wo fährst du gerne hin? Holland? Holland, ja, ist auch schön. Holland ist auch schön. So, und wenn du mal gerade das wegnimmst, dann zeige ich das mal gerade. Jetzt hast du den Tisch gerade erweitert. Zeig mal bitte. Das ist hier klappbar. Klappbar. Vom Ausstieg her natürlich so ein bisschen bequemer. Und ansonsten klappe ich das wieder zurück. War es das oder kann ich selber kann jetzt nichts mehr essen, oder? Hier, wo ich hier sitze. Du hast hier noch die Möglichkeit, Der Link. Erweiterung anzubringen.
bringen. Das- Habe ich die hier gerade so rüber. Ja. Was ist da? So, jetzt jetzt kriege ich sogar was. Du kommst sogar von der Seite an den Kühlschrank ran, wenn du lange Arme hast. Seiten zu öffnen ist. Ja, okay. Kompressor. Und jetzt, last but not least, und dann werden wir das letzte Video beenden, bitte mit einer gleitenden Bewegung diesen Tisch nach außen montieren, lieber Markus. Damit 247 Kommentare damit beantwortet sind, wie geht das? Und ich gehe raus und dann kann ich draußen frühstücken. Funktioniert. So, bitte nochmal zurückbauen. Ist schön, ich kann hier sitzen, Anweisungen geben. Mach mal das, mach mal das. Aber da können die Leute sehen, also dass sie wirklich sehen, es funktioniert wirklich einfach, weil ich habe so viel hakelige Tischinstallationen gesehen. Das hier wird oben eingehangen, runter, fertig. Einmal Fliegengitter bitte schließen, weil auch das ist eine Sache. Am Anfang, als die Fahrzeuge rauskamen, waren immer vorhandene Fliegengitter nicht so einfach adaptierbar. Das ist hier kein Problem. Gleitet wie von Geisterhand. Und ganz wichtig, Paulina, guck mal hier, da ist noch so ein kleines, so ein kleiner Überhang mit drin, dass auch ja nicht an der Stelle, wo noch ein kleiner Spalt ist, da irgendwas durchfließt. Ja, Ja, das wäre eine Frechheit. wäre eine Frechheit, ja. Aber das ist jetzt für die ganz kleinen Mücken ist das nicht gut, oder? Weil es gibt ja noch kleinere Mücken, aber die sind, glaube ich, hier in der Gegend nicht so stark, oder? Nicht ganz so weit verbreitet. Nee. Nicht ganz so weit verbreitet. Ja, hier steht er. Magst du mal gerade das Schild holen, weil ich bin so müde gerade. Dann habe ich den. Ach, schon ein schönes Auto, oder? Ja, kompakte Größe, auf jeden Fall. Du fährst Schalterautomatik privat? Schalt, Schalt. genau. Aber Automatik schwer am Kommen. Elektro gibt es ja bald keine Schalter mehr, oder? Das heißt also, du wirst irgendwann mal Automatik fahren. Aber das ist. Boah, das ist aber hier Service. Hier steht er, der Ahorn Van 550. Das ist aber hier Schriftgröße 2 Punkt, die ich hier habe. Preis ist 62.428 Euro, wie hier steht. Der Grundpreis 56.330 Euro. Und da brauchen die Leute eine Lupe hier für das Preisschild. Das ist der Kompakter Van, kompakte Schrift. Ja, habe ich auch gesagt. Komm, wir gehen raus. Abmoderation, letztes Fahrzeug. Ich glaube, ich könnte noch draußen, wenn ihr jetzt kommt und sagt, wir haben draußen noch 10 Modelle stehen. Außerdem hast du die Eco-Serie noch nicht gefilmt. Bitte auch noch mal abfilmen. Machen wir heute nicht mehr. Du hast deinem Mann gestanden, muss ich sagen. Ja, heute reicht's. Uhrzeit, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt exakt 2:30. 2:30. So, und ich habe noch 2 Stunden Rückfahrt. Um 5 bin ich zu Hause. Paulina, hast du toll organisiert? Ja, danke dir, dass du gekommen bist. Ja, sag mal irgendwie im Team die Vornamen von eurem Team. Wie heißen die alle? Im Marketing-Team. Franziska, Michelle, Bianca, David und Vanessa. Boah, ist das so eine Frauennummer? 1:5? Wahrscheinlich. Ist Marketing in fester Frauenhand? Ach nein, ist nur hier wahrscheinlich so. So, es ist so. Damals Kauffrau für Marketingkommunikation hast du ja gemacht, dann studiert. Was hast Genau, Medienmanagement. du? Auf Bachelor. Genau. So, jetzt hast du einen Bachelor, so, hast eine Ausbildung mit drin. Das heißt, du bist unkündbar. Du kriegst sofort, wirst von 1000. Ist das so, dass gerade so Leute, die das machen, was du gemacht hast, Marketingkommunikation und so, sehr gefragt? Ausbildung ist immer gefragt, ja, das auf jeden Fall. Okay. Wie bist du hierher gekommen? Durch Stellenanzeige oder wie? Hast du gesehen? Ja, genau, online. Online. Ja. Da hast du dich beworben. Wie war das hier, als du ankamst? Waren die nett oder war das so ein Assessment Center, 5 Tage? Nein, war alles super unkompliziert. Unkompliziert. Tatsächlich war das Gespräch auch digital, also über Teams. Über Teams? Ja, genau. Okay, das Ja. heißt, die konnten, du musstest dich drehen, in Größe und so. Ist das eine Rolle? Ausstrahlung ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Hast du jetzt in den letzten, du bist jetzt wie lange hier? 5 Monate? Genau. Hast du viel beim praktisch on the job gelernt von den Kollegen auch? Ja, das auf jeden Fall. Natürlich, Learning by Doing ist immer so im Job. Die sitzen da nicht und behalten ihr Wissen für sich, sondern teilen das mit dir? Quatsch. Nee. Sehr schön. Also, Arbeitgeber Ahorn, das ist, glaube ich, sehr interessant. Ihr seid eines der am stärksten wachsenden Unternehmen überhaupt. Ihr habt einen Preis dafür bekommen für wirklich Business-Expansion schlechthin. Was ist da passiert? Preis gab es für die, glaube ich, die Geschäftsführung für wachsendes Unternehmen. Ach Du weißt so. es? Ja. Also mein Chef hat das bekommen. Das war eine große Ausschreibung und wir waren unter den 50 am schnell wachsenden Unternehmen in ganz Deutschland, also auch
übergreifend, hat nichts nur mit Reisemobilen zu tun oder Reisemobilbranche, sondern branchenübergreifend. Ja, mit rund 3000 gebauten Reisemobilen pro Jahr seid ihr auch ein ganz großer. Komm, wir gehen mal zurück und dann machen wir Cut heute am 26. Boah, es war auch ein Marathon. 9 Stunden netto gedreht. Und das Ganze wirklich mit 2-3 Teammitarbeitern. Auch dem Mann, der die Händlerbetreuung macht. Und du bist morgen auch hier? Nee, oder? Ich bin am Sonntag meistens auch vor Ort, um einfach die aufliegenden oder die liegen gebliebenen Arbeiten noch abzuarbeiten, die einfach unter der Woche liegen geblieben sind. Also, hier habt ihr auch Fahrräder. Ganz interessant. 1.990 € ein E-Bike. Sehr cool. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Danke auch dir, Kalle. War ein sehr, sehr spannendes Dreherlebnis mit euch. Zumindest morgen habe ich eigentlich frei, aber ich muss auch morgen noch mal ein bisschen ranklotzen. Danke euch allen. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.